Dieses Video behandelt die Horizontal Spulbohrmaschine von Vermeer. Die Ausstattung ihrer Vermeer Horizontal Spulbohrmaschine kann sich von der diesem Video gezeichnet unterscheiden. Die meisten Betriebsfunktionen der Maschine sind jedoch dieselben. Bei sackgemäßer Verwendung werden Ihre Vermeer Horizontal Spulbohrmaschine lange Zeit produktiv im Einsatz sein. Die Maschine ist mit zweifeldeckenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die sie vor schweren Verletzungen schützen. Zur Unfallverhütung gehören aber auch sichere Arbeitsweisen. Sie müssen stets mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand handeln. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Arbeiter hängen davon ab. Dieses Video ist kein Ersatz für das gründliche und vollständige Durchlesen und Verstehen des Betriebs- und Wartungsanleitung zur Maschine. Es ist sehr wichtig, dass Sie vor Inbetriebnahme der Horizontal Spulbohrmaschine die Betriebsanleitung lesen, sich dieses Video anschauen und alle darin enthaltenen Anweisungen befolgen. Sie können das Video jederzeit anhalten, um die Informationen nachzuvollziehen oder in der Betriebsanleitung nachzuschlagen. Durch das mehrmalige Anschauen des Videos und das Nachlesen in der Betriebsanleitung vertiefen Sie Ihre Kenntnisse. Die Horizontal Spulbohrmaschine darf nur von verantwortungsbewussten, ordnungsgemäß geschultem Personal bedient werden. Machen Sie sich unter Aufsicht eines geschulten und erfahrenen Bedieners mit den Steuerelementen, mit der Bedienung und dem Verwendungszweck der Maschine vertraut. Der Bediener muss die Sicherheitsregeln und Bestimmungen am Arbeitsplatz kennen und geistig und körperlich in die Lage sein, die Maschine sicher zu bedienen. Alle Maschinenbediener sollten aufgefordert werden, die Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen, sich dieses Video über den Betrieb und die Sicherheitsvorkehrungen der Maschine aufmerksam anzusehen und das Handbuch Grundlagen der Horizontal Bohrtechnik zu lesen. Alle Mannschaftsmitglieder und Bediener von Vermeer Horizontal Spulbohrmaschinen müssen mit Folgendem vertraut sein: Verfahren und Methoden zur Ortung vorhandener unterirdischer Versorgungsleitung, Sicherheitsmaßnahmen an der Baustelle, einschließlich Abgrenzung, Schutzkleidung, Betriebsverfahren und Maßnahmen in Notsituationen, Sichern gegen Versicherlichen, Inbetriebsetzung der Maschinen und Bedienung der ferngesteuerten Sperrsystems, Zweiwege-Funkverbindung, Transport der Maschine, Einrichtung der Maschine, Bohren und Aufweiten der Bohrloks, einschließlich Auswahl und Installation der Bohrköpfe. Ausführliche Informationen über die erforderliche persönliche Schutzausrüstung sind der Betriebsanleitung zu entnehmen. Zur erforderlichen Schutzkleidung gehören isolierte Sicherheitsstiefel, Schutzbrillen, Gehörschützer, Schutzhelm. Bei der Arbeit in Verkehrsnähe sollte eine reflektierende Schutzkleidung getragen werden. Eine isolierte persönliche Schutzausrüstung schützt Bediener und Mannschaft vor Stromschlag. Bediener, die sich auf dem Fahrsitz einer Vermeer Spulbohrmaschine befinden, müssen isolierte Sicherheitsstiefel tragen. Das Tragen von isolierten Sicherheits- und Schuhen ist nicht erforderlich. Bediener von Ortungsgeräten und Personen, die auf dem Boden stehen und im Bereich der Maschine oder entlang des Bohrwegs arbeiten, müssen isolierte Sicherheitsstiefel tragen. Andere Arbeiter, die in die Nähe der Maschine und/oder näher in die Hilfsgeräten arbeiten, müssen Gehörschützer, Schutzhelm, Schutzbrille und isolierte Sicherheitsstiefel tragen. Personen, die auf dem Boden stehen und die Maschine während des Bohrens berühren
müssen isolierte Sicherheitsschuhe und isolierte Sicherheitsstiefel tragen. Hierzu zählen auch Arbeiter, die Bohrständer laden bzw. entladen. Bei einem Auftreten auf eine Stromleitung wird der Boden elektrisch geladen. Beim Eintreiben der Spannungsstange in den Boden müssen isolierte Schutzstiefel und isolierte Sicherheitshandschuhe getragen werden. Überall Gefahr. Bei Arbeiten an Hängen oder in der Nähe von Gräben, Kanälen, Löchern und anderen Hindernissen ist äußerste Vorsicht geboten, um eine Überrollung zu vermeiden. Beim Überrollen der Maschine besteht die Gefahr schwer und tödlicher Verletzungen. Auf der hangabwärtigen Seite der Maschine dürfen sich keine Personen aufhalten. Führen Sie vor dem Starten der Maschine die in der Wartungsanleitung aufgeführte tägliche Überprüfung durch. Achten Sie beim Fahren oder Bewegen der Maschine auf umstehende Personen und Hindernisse. Die Fahrgeschwindigkeit muss dem Gelände angepasst werden. Bestimmte Erdbohrmaschinen sind fahrbar und haben einen Fahrersitz. Diese Maschinen sind mit einem Überrollschutz und Sicherheitsgurten angestattet. Beim Fahren der Maschinen muss immer der Sicherheitsgurt angelegt werden. So ist beim Überrollen der Maschine ausreichend Schutz geboten, da der Gurt in der Bediener innerhalb der Überrollschutzvorrichtung hält. Zugleich verhindert der Sicherheitsgurt ein Herausschleudern des Bedieners im Fall eines plötzlichen Rucks auf unebenem Gelände. Bei manchen Maschinen sind an der Maschinenrückseite Fahrantriebshebel vorgesehen. Wenn sich der Bediener im Sitz befindet, ist die Fahrantriebssteuerung außer Betrieb. Einige Erdbohrmaschinen sind auch mit einer Fernsteuerung ausgestattet. Der Bediener sollte sich beim Betrieb oder Fahren des Maschinen stets an der handaufwärtigen Seite befinden. Die Maschine muss stets im Blick behalten werden. Absturzgefahr für Mitfahrer. Das Mitfahren auf der Maschine muss verboten werden. Den normalen Ausschaltvorgang befolgen. Die Bohrflüssigkeitspumpe ausschalten. Motor auf Leerlaufdrehzahl reduzieren. Noch volllastiger Betrieb muss vor dem Abschalten des Motors 1 bis 5 Minuten gewartet werden. Einzelheiten sind dem Handbuch der Motorhersteller zu entnehmen. Motor abstellen und Schlüssel abziehen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung und in dem der Maschine beiliegenden Motorhandbuch. Bei Arbeiten am Bohrstrang oder an der Bohrkopfbestücke an einer von der Maschine entfernten Stelle muss das Verfahren zu sichern gegen versehentliche Inbetriebsetzung befolgt werden. Eine Aufführung der Schritte zum Vorbereiten der Maschine für den Transport finden Sie hier. Weitere Informationen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen. Das Kabel und die Spannungsstange in der dafür vorgesehenen Halterung an der Rückseite der Maschine aufbewahren. Sicherstellen, dass die Stangenhalterung und die Stangenkassen installiert sind, um ein Herausfallen der Bohrstange aus dem Kasten während des Transports zu vermeiden. Die stangenlangen Arme in Richtung Bohrlafette ausfahren. Die Bedienerkonsole, falls vorhanden, ganz zur Bohrlafette hinterher. Die rote Stangenüberarmbarriere einklappen, damit diese nicht beschädigt werden kann. Vor dem Transport der Maschine auf einem LKW oder Anhänger sind die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen in der Anleitung zum LKW bzw. Anhänger zu lesen. Den Anhänger ordnungsgemäß am Zugfahrzeug ankoppeln und die Räder mit Unterlegskeilen blockieren oder die Feststellbremse des Zugfahrzeugs anziehen. Das Bruttogewicht der Maschine muss innerhalb der Lastgrenzen des Anhängers und Zugfahrzeugs liegen. Zum Auf- und Abladen der Maschine muss der Anhänger auf ebenem Untergrund abgestellt und am Zugfahrzeug angesehen. Abmessung und Gewicht sind Wartungsanleitungen der Maschine zu unternehmen.
Beim Aufladen auf- oder Abladen an den rutschigen, schmutzigen oder unbedienten Anhängers-Ladeflächen kann sich die Maschine unabsichtlich in Bewegung setzen. Wenn die Maschine auf eine Person trifft oder diese entquetscht, besteht die Gefahr schwer und tödlicher Verletzungen. Sicherstellen, dass der Anhänger ebenerdig steht und alle Ladeflächen sauber sind. Die Maschine nicht auf rutschige Anhänger-Ladeflächen laden, gleichmäßig und kontrolliert lenken. Die Mittellinie der Maschine mit der Mittellinie des Anhängers ausrichten, um die erforderliche Lenkung während des Aufladens minimal zu halten. Die Maschine langsam und gerade auf dem Anhänger fahren. Die Maschine bis zur Verkehrungsposition auf die Ladefläche fahren. In der Verkehrungsposition wird das Gewicht entsprechend der Empfehlung des Herstellers auf den Anhänger verteilt. Die hintere Absturzvorrichtung und die Bohrlafette absenken. Die Abschaltung gemäß dem in der Betriebsanleitung beschriebenen Abschaltvorgang durchführen. Die Maschine unter Verwendung der Verkehrsunringe mit Ketten und Seilen auf der Ladefläche befestigen. Beim Abladen der Maschine von Anhänger zuerst sicherstellen, dass der Anhänger ebenerdig abgestellt ist, dann langsam über die Rampen herunterfahren. Die Maschine nicht abladen, wenn die Ladefläche auf dem Anhänger schlüpfrig ist. In diesem Fall kann die Maschine rutschen und vom Anhänger fallen. Die Horizontal Spulbohrmaschine von Vermeer sind mit einem in der Fahrsitz integrierten Sicherheitssystem ausgestattet. Wenn sich der Bediener nicht auf dem Fahrsitz befindet, kann wieder der Bohrstange-Vorschub nach dem Rationsantrieb aktiviert werden. Diese Sicherheitseinrichtung muss funktionierfähig sein und in gutem Zustand gehalten werden. Die Regeln des Fahrsitz-Sicherheitssystems sind in der Betriebsanleitung beschrieben. Das ferngesteuerte Abschaltsystem gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung testen. Die Reichweite der Funkgeräte und des externen Senders entlang des gesamten Bohrwegs prüfen. Das ferngesteuerte Sperrsystem ist ein Kommunikations- und Kontrollmittel, das eine direkte Sperrung folgender Funktionen an jeder Stelle entlang des Bohrwegs oder an der Austrittsstelle ermöglicht. Bohrstange-Rotation, Vorschub, Rückzug, integrierte Durchsatzregelung der Bohrflüssigkeit. Die Antriebsaggregat an selbstständigen Bohrflüssigkeitsanlagen oder Luftkompressoren werden durch ein ferngesteuertes Sperrsystem nicht abgeschaltet. Externe Antriebsaggregate müssen manuell abgeschaltet und gesperrt werden. Die Stromfühlerspule und die Spulenanschlüsse auf Schäden überprüfen. Das Kabel der Spannungsstange abwickeln. Sicherstellen, dass Kabel und Anschlüsse sauber und unbeschädigt sind. Beschädigte Stromanspurspulen, Anschlüsse oder Spannungsstangen geben eventuelle falsch oder keine Meldungen aus. Beim Eintreiben der Spannungsstange in den Boden müssen isolierte Sicherheitsanschlüsse und geeignete PSA getragen werden. Die Spannungsstange mindestens 1,8 Meter von der Maschine entfernt und nicht über den Bohrstange in den Boden treiben. Die Stange darf sich während des Tests nicht im Staufach oder auf Maschinen befinden und nicht auf dem Erdboden liegen. Die richtige Funktion des Systems ist nur gewährleistet, wenn die Spannungsstange vollkommen in die guten leitenden Erdreich steckt und eine gute Ableitung gewährleistet ist. Auch wenn die Maschine auf Asphalt oder Beton steht, muss die Spannungsstange in Erdreich stecken. Möglicherweise muss zum Entstecken der Stange ein kleines Loch gebohrt und das Erdreich an der Stange gefeuchtet werden. Wenn die Maschine auf trockenem, hartem Untergrund steht, muss die Verkehrungsanstange in den Boden getrieben werden. Dabei muss das Erdreich unter den Raupenketten aufgefeuchtet werden, um die elektrische Leitfähigkeit zwischen Maschine und Erde zu erhöhen.
Alle Horizontalspurbohrmaschinen von Vermeer sind mit einem Hochspannungsalarmsystem ausgestattet. Informationen zu den Steuerelementen für das Hochspannungsalarmsystem sind der Betriebsanleitung zu entnehmen. Die Testtaste drücken, um die Funktion des Spannungs- und des Strommelderkreises zu testen. Dabei muss der Alarm an der Bohrlafette ertönen. Wenn der Alarm beim Drücken der Testtaste nicht ertönt, funktioniert das System nicht. Den Vermeer-Verstandsanhänger anrufen. Wenn der Alarm beim Drücken der Taste ertönt, bedeutet dies, dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Ein bereits geschehenes Auftreten auf einer Stromleitung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wenn ein Auftreffen auf einer Stromleitung vermutet wird, sind die Umschnitt Schutz vor elektrischem Schlag in der Betriebsanleitung ausgeführten Verfahren zu verfolgen. Nachdem der Hochspannungsalarm ertönte und die Ursache des Alarms bestätigt ist, die Alarmabbruchtaste drücken. Wenn der Alarm durch Drücken der Abbruchtaste nicht abgestellt wird, darf der Bediener nicht von der Maschine absteigen, bis die Ursache identifiziert würde. Bei Arbeiten am oder in Nähe des Bohrstanges muss die Maschine mit Hilfe des ferngesteuerten Sperrsystems gegen eine versehentliche Inbetriebsetzung gesichert werden. Diese Funktion kann zwar während des Bohrens durch das System gestoppt werden, doch der Hauptzweck dieses Systems ist es, eine Starten dieser Funktion von vornherein zu verhindern. Verwenden Sie das ferngesteuerte Sperrsystem keinesfalls als Notabschaltung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Vorschub und Rotation schnell genug ausgeschaltet werden kann, um tödliche und schwere Verletzungen zu vermeiden. Die Baustelle auf Folgendes überprüfen: Markierung für Erdleitung, Schachtabdeckung, Sinkkästen, Anzeigen kürzlicher Grabearbeiten, Hinweise auf mögliche unterirdische Leitungen, den Arbeitsbereich auf Hindernisse, Bedienungen oder Situationen prüfen, die den Betrieb der Maschine beeinträchtigen oder eine Gefahr darstellen können. Beim Identifizieren und Beurteilen dieser Gefahren sowie bei Einleiten von Sicherheitsmaßnahmen die in der Betriebsanleitung aufgeführten Informationen beachten. Vor Beginn der Arbeiten muss der gesamte Bohrweg auf Anzeichen von Versorgungsleitung, mögliche Hindernisse und zur allgemeinen Beurteilung des Begehens überprüft werden. Dabei ist auf folgende Zeichen zu achten, die auf eventuell vorhandene Versorgungsleitungen hinweisen können: Grabenzeuge oder Vertiefungen, an denen sich das Erdreich aufgrund früherer Grabensung gesetzt hat. Bei in der Nähe liegenden Gebäuden finden sich wahrscheinlich Leitungen unter dem Erdreich. Reparaturstellen in Straßen, die möglicherweise aufgrund von Verlegungs- oder Reparaturarbeiten an Versorgungsleitungen anstehend sind. Maßen mit den Boden abgehängten Kabeln, die eventuell der Versorgung von Verkehrsampeln oder Sensoren dienen. Auch Schächte können für Versorgungsleitungen verwendet werden. Wasser- und Gesamtsperrventile wiesen auf Versorgungsleitungen hin. Wenn Markierungen für Erdleitungen oder Anzeichen für unmarkierte Erdleitungen vorhanden sind, kann die Versorgungsleitung mittels Vakuumbohrung freigelegt werden. Bei der Vakuumbohrung wird der Boden unter Verwendung von Druckwasser oder Druckluft aufgebrochen. Dieses ist eine allgemein akzeptierte Methode für die Freilegen der Erdleitung, da es ebenso sicher wie das Ausgraben von Hahn oder sogar noch sicher ist. Die Bohrung muss sorgfältig geplant werden. Informationen über die Bohrplanung sind im Handbuch Grundlagen der Horizontal Bohrtechnik enthalten. Beim Auftreten auf eine Stromleitung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromunfalls.
Beim Auftreten auf eine Gasleitung besteht Explosionsgefahr. Bei Aussetzung an das Laserlicht eines durchreichenden Lichtwellenleiterkabels besteht die Gefahr schwerer Augenverletzung. Dabei sind schwer und tödliche Verletzungen möglich. Vor Beginn der Grabearbeiten vorhandene Versorgungsleitungen orten. Die Verwendung von Pylonen ist ebenfalls wichtig, um Mitarbeiter vor Stromunfällen zu schützen. Die Pylonen müssen mit dem Sicherheitsschild nach außergerichtlich ausgestellt werden, um Zuschauer und Personen zu warnen, dass im abgegrenzten Bereich Hochspannungsgefahr besteht. 4 Pylonen sind im Lieferungsumfang enthalten. Die Pylonen sollten ca. 2 Meter diagonal von jeder Ecke der Maschine aufgestellt werden. Die wichtige Rolle der Bohrflüssigkeit bei Spulbohrungen wird von unerfahrenen Mitarbeitern oft nicht berücksichtigt. Die Bohrflüssigkeit erfüllt folgende Aufgaben und steigert dadurch die Bohrleistung: Abkühlen des Bohrkopfs, Herausspulen von Partikeln aus dem Bohrloch, Reduzierung der Reaktivität bestimmter Lehmzusammensetzungen, Erzeugung eines Bohrschlamms, Stabilisierung des Bohrwegs, Verbesserung der Gleitfähigkeit in kleinerem Erdreich, Wegspulen von Ablagerung, Versorgung der Motoren, Bohrflüssigkeitsanschlagen mischen die Bohrflüssigkeitszusätze mit Wasser und leiten diese Mischung dann zur horizontalen Spulbohrmaschine. Bei den meisten Mischanlagen wird die Bohrflüssigkeit an einer Hochdruckpumpe an der Spulbohrmaschine gekleidet. Eine gute Fluss hochwertiger Bohrflüssigkeit aus der Bohrflüssigkeitsanlage ist voraussetzend für die horizontale Spulbohrung, verlängert die Standzeit der Bohrflüssigkeitspumpe und sorgt für erfolgreiche Bohrungen. Für weitere Informationen zur Bohrflüssigkeit und zur Bohrflüssigkeitsanlage wenden Sie an Ihren lokalen Vermehrhändler. Nicht in Gräben mit unstabilen Seitenwänden arbeiten. Vorschriften für die sachgemäße Abstützung oder Abbauschung der Gräbenwände sind bei den zuständigen Behörden und OSHA-Dienststellen einheitlich. Vor Beginn der Arbeiten in Graben sind die von lokalen Behörden vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Vor Beginn der Bohrung muss die Betriebsanleitung gelesen werden. Je nach Modell der horizontalen Spulbohrmaschine sind eventuell unterschiedliche Startverfahren erforderlich. Wenn Ihre Maschine mit einem Spannvorrichtungsriegelschalter ausgestattet ist und dieser bei ausgeschaltetem Motor verstellt würde die Spannungsvorrichtung beim Drücken des Hydraulikaktivierungsknopfs in Bewegung gesetzt. Dabei sind Verletzungen durch Quetschung möglich. Deshalb dürfen sich keine Personen in die Nähe von der Spannvorrichtung aufhalten, wenn die Spulbohrmaschine angelassen oder die Haupthydraulik aktiviert wird. Beim Abstellen der Spulbohrmaschine muss der in der Betriebsanleitung beschriebene Abschaltvorgang befolgt werden. Hier sind einige Schritte aufgeführt, die befolgt werden müssen. Die Bohrflüssigkeitspumpe ausschalten. Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl reduzieren. Nach Volllastbetrieb muss vor dem Abschalten des Motors 1 bis 5 Minuten gewartet werden. Einzelheiten sind dem Handbuch des Motorherstellers zu entnehmen. Motor abstellen und Schlüssel abziehen. Zu persönlicher Sicherheit und zur Sicherheit anderer Personen muss vor Wartung, Reinigung, Beseitigung, vor Verstopfung und Inspektion der Maschine der normale Abschaltvorgang durchgeführt werden. Bei Arbeiten am Bohrstrang oder an der Bohrkopfbestückung an einer von der Maschine entfernten Stelle muss das Verfahren zum Sichern gegen bestehliche Intriebsbesetzung befolgt werden. Das Hochspannung-Alarmsystem muss vor Inbetriebnahme der Bohrlaufwerk geprüft werden. Das Hochspannungswarnsystem gibt beim Auftreten auf einer Stromleitung sofort einen Alarm aus.
damit entsprechend gehandelt werden kann. Aber von dem Auftreten auf eine Stromleitung erfolgt kann eine Warnung. Die Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden. Wenn das Hochspannungswarnsystem nicht einwandfrei funktioniert, vollständige Tests und Einrichtungsanweisungen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen. Während des Maschinen- und Bohrbetriebs muss der Maschinenbediener im Fahrersitz sitzen und beide Füße auf der Plattform haben. Gefahr tödlicher Stromanfälle beim Auftreten auf einer Stromleitung die Maschine nicht verlassen. Alle Arbeiter und Zuschauer müssen einen sicheren Abstand zu der Maschine einhalten. Während des Eintreibens der Verkehrungsstangen sollten die Maschinen nicht von Personen, die neben der Maschine stehen, verrührt werden. Die Verkehrungsstange könnten auf einer Stromleitung auftreten und die Maschine unter Strom setzen, wobei schwere und tödliche Verletzungen möglich sind. Zum Eintreiben der Verkehrungsstangen sollte sich der Bediener auf dem Fahrersitz befinden und beide Füße auf den Boden der Bedienerplattform stellen. Während des Eintreibens der Verkehrungsstangen müssen alle Personen von der Maschine ferngehalten werden. Die Horizontal-Spulbohrmaschine von Vermeer sind mit einer der funkferngesteuerten Sperrsystems ausgestattet. Wenn dieses aktiviert wird, werden sofort Rotation und Vorschub der Bohrschlange und der Bohrflüssigkeitsfluss gestoppt. Die Antriebsaggregate an selbstständigen Bohrflüssigkeitenanlagen oder Luftkompressoren werden durch das ferngesteuerte Sperrsystem nicht abgeschaltet. Externe Antriebsgeräte müssen manuell ausgeschaltet und gesperrt werden. Den tragbaren Funksender des ferngesteuerten Sperrsystems einschalten und in die Betriebs- und Sperrfunktion testen. Wenn die grüne Betriebstaste 2 Sekunden lang bedrückt gehalten wird, geht die Kontrolle über die Bohrfunktion wieder auf den Maschinenbediener über und es wird ein Befehl zur Aktivierung des Betriebsmodus ausgegeben. Zur Bestätigung des aktivierten Betriebsmodus leuchtet die grüne Ein-Lampe permanent und es betont einen 2 Sekunden langen Signalton. Zum Sperren der Maschine wird die Sperrentaste kurz gedrückt, worauf ein Sperrbefehl an die Spulbohrmaschine gesendet wird. Die grüne Betriebstaste beginnt zu blinken und blinkt, bis die Maschine ein Bestätigungssignal für die erfolgreiche Sperrung sendet. Nachdem der erfolgreiche Sperrung der Maschine bestätigt wurde, erlischt die grün blinkende Lampe und die rote Sperrlampe leuchtet permanent. Des Weiteren wird die erfolgreiche Sperrung durch die 3 kurze Piepsignale, die 3-mal wiederholt werden, gemeldet. Bei fehlgeschlagener Sperrung leuchtet die rote Lampe nicht. Stattdessen ertönt eine 60 Sekunden lang Warnton und der tragbare Funksender vibriert. Vor dem Betrieb der Maschine muss der ferngesteuerte Sperrsystem auf seine einwandfreie Funktion getestet werden. Anweisungen für die Durchführung dieses Tests sind der Betriebsanleitung zu entnehmen. Die richtige Kommunikation ist unerlässlich, um ein ungewolltes Starten des Bohrstanges und/oder des Werkzeugs zu vermeiden. Es besteht Todes- und Verletzungsgefahr. Die folgenden Anforderungen für die Funktionskommunikation müssen immer erfüllt sein. Es sollten nur hochwertige Zwei-Wege-Funkgeräte mit ausreichender Reichweite verwendet werden. Die Funkgeräte sollten am Bauplatz geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Kommunikation über den Hintergrundalarm hinweg hörbar ist. Am Austrittsgraben muss eine Person für die Funktion Kommunikation zuständig sein, um eventuell Verwirrung auszuschalten. Diese Person bleibt in konstantem Funktionskontakt mit dem Maschinenbediener. Beim Senden einer Nachricht, auch beim Orten des Bohrkopfes, sollte sich der Sender identifizieren und den Empfänger beim Namen nennen. Dadurch können Verwirrungen vermieden werden, wenn mehrere Maschinenbediener an der Baustelle sind. Weitere Informationen zur Ortung sind in der Betriebsanleitung und diesem Video zu entnehmen. Die Richtigkeit der empfangenen Nachrichten muss immer durch eine Wiederholung der Nachricht an den Absender bestätigt werden. Der Absender muss immer eine Bestätigung anfordern und sicherzustellen, dass die Nachricht empfangen und gesendet würde.
Verwenden Sie nur die von der Vermeer Corporation genehmigten Bohrwerkzeuge und Zubehörteile. Bei größeren Maschinen und Modellen mit Doppelgestänge werden die Bohrköpfe ohne Vorbohrstange direkt an Bohrstange montiert. Alle anderen derzeit erhältlichen Bohrmaschinen werden mit optionalen Sechskantenüberschlüssen hergestellt. Bei Sechskantenüberanschlüssen ist für den Bohrkopfwechsel kein Bohrschlüssel oder Fernbrechgerät erforderlich. Dadurch wird die Gefahr, dass der Bohrschlüssel bei einer plötzlichen Rotationsbewegung des Bohrstanges weggeschleudert wird und auf eine Person auftritt, eliminiert. Es dürfen keine anderen Anschlusssysteme verwendet werden, es sei denn, die Maschine wird mit einem Mudmotor betrieben. Beim Anbringen eines direkt gekoppelten oder mit einem Sechskantbund bestehenden Bohrkopfs an der Maschine das Werkzeug nicht mit den Händen halten und den Bohrkopf nicht durch die Maschinenrädung aufschrauben. Den Abschaltvorgang befolgen und den Bohrkopf von Hand auf den Bohrstange schrauben oder je nach Maschinenmodell und Art des Bohrkopfes in die vordere Festspannungsvorrichtung einspannen. Anschließend die Sechskantbundanschlüsse mit den Sechskantbund sichern. Am rotierenden Bohrstrang zurückgelassene Rohrschlüssel können weggeschleudert werden. Dabei besteht Todes- und Verletzungsgefahr. Zum Brechen oder Verbinden der Gewinde an der Maschine immer die hydraulischen Spannungsrichtung verwenden. Beim Starten der Bohrstangenrotation kann der Rohrschlüssel weggeschleudert und eine Person getroffen werden. Dabei besteht schwere Verletzungs- oder Todesgefahr. Ein am Bohrstrang befestigter Rohrschlüssel kann sich schnell und mit aller Kraft drehen. Wenn der Rohrschlüssel weggeschleudert und eine Person von ihm getroffen wird, sind schwer und tödliche Verletzungen möglich. Beim Bohren oder Aufweiten des Bohrlochs dürfen sich keine Personen im Bereich des freigelegten Bohrstanges oder des Bohrwerkzeugs befinden. Beim einem Kontakt mit dem sich drehenden Bohrstrang und das Bohrwerkzeug sind schwer und tödliche Verletzungen möglich. Das ist schnell passiert und man kann sich nicht mehr befreien. Tragen Sie keine lose Kleidung, die von den beweglichen Teilen erfasst werden kann. Nachdem die Verbohrung abgeschlossen ist, müssen vor dem Bohrkopfwechsel und dem Einsehen des Produkts einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Tödliche Verletzungsgefahr durch rotierende Bohrstangen. Eine plötzliche Start ist möglich. Bei Arbeiten am oder Nähe des freiliegenden Bohrstange muss die Maschine stets gesichert werden. Es ist zwingend erforderlich, dass die Maschine, bevor sich dem Bohrkopf genähert wird, vor einem Werkzeugwechsel oder Hinzufügen eines Produktes, vor dem Anlegen eines Rohrschlüssels oder anderen Werkzeugs am Bohrstange, vor dem Hinzufügen oder Entfernen der Bohrstange, vor allen anderen Arbeiten am Bohrstangen oder Bohrkopf oder vor dem Eindringen in die Austrittsstelle gesperrt und gegen versehentliches Einschalten gesichert wird. Bei Verwendung des ferngesteuerten Sperrsystems den Bediener über die absichtliche Sperrung der Maschine informieren, den Maschinenabbediener anweisen, die Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl zu reduzieren, den roten Sperrknopf am externen Funkständer drücken, warten, bis Signale ertönen und die rote Sperrlampe aufleuchtet. Erst dann würde die Anlage erfolgreich gesperrt. Falls die Bestätigung der erfolgreichen Sperrung ausbleibt, muss davon ausgegangen werden, dass die Bohrfunktion nicht gesperrt ist. Wenn Bedienungen vorliegen, aufgrund der keine Verbindung zwischen dem Funksender des ferngesteuerten Sperrsystems und der Maschine hergestellt werden kann, muss der Maschinenbediener mit Hilfe eines Zwei-Wege-Funkgeräts einen Startbefehl ermittelt werden, denn dieser bestätigen muss: die Maschine abgeschaltet, der Zündschlüssel abziehen und mit der Austrittsstelle bringen an der Arbeiten am Bohrstrang oder am Bohrkopf durchgeführt werden. Der Schlüssel muss an dieser Stelle bereit gehalten werden, bis ein erneutes Starten der Maschine genehmigt wird.
Für den Werkzeugwechsel oder das Hinzufügen eines Bohrstanges keinesfalls die Bohrstangenrotation der Maschine verwenden. Bei einem Kontakt mit einem sich drehenden Bohrstang oder Bohrkopf sind schwere und tödliche Verletzungen möglich. Nachdem die Maschine gesichert wurde, kann der Bohrkopf entfernt und ein Aufweitkopf montiert werden. Für Sechskant-Bundschlüssel ist die Verwendung der Rohrschlüssel oder Zangen nicht notwendig. Bohrköpfe mit Sechskant-Bundschlüsseln niemals durch nicht zugelassene Bohrköpfe ersetzen, da für diese Verwendung von Rohrschlüsseln oder Zangen notwendig ist. Bei Verwendung eines Sechskant-Bundanschlusses den Sechskant-Bund zurückziehen und den Bohrkopf von Hand abschrauben. Wenn der Bohrkopf direkt angeschlossen wird, zum Beispiel bei Verwendung eines Mudmotors, muss zum Brechen des Gewindes zwischen dem Bohrstrang und dem Bohrkopf ein tragbares Ausbrechsystem verwendet werden. Dazu sollte ein Vermeer-Ausbrechsystem verwendet werden, das bei Ihrem Vermeer-Vertragshändler erhältlich ist. Das tragbare Ausbrechsystem von Vermeer eliminiert die Verwendung von Rohrschlüsseln oder Zangen. Aufgrund seiner geringen Länge wird die Gefahr eines Auftretens auf den Bediener bei einem unwartenden Starten des Bohrstanges minimiert. Vor dem Anbau eines Aufweitkopfs sicherstellen, dass das Drehgelenk ordnungsgemäß funktioniert. Das Drehgelenk muss vorschriftsmäßig geschmiert sein und sich von Hand drehen lassen. Eine abschnellende Bohrstange oder ein abschnellendes Produkt kann auf eine Person treffen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Niemals eine Schäkelbolzen zum Befestigen des Drehgelenks am Aufweitkopf verwenden. Der Schäkelbolzen kann die richtige Ausrichtung des Drehgelenks mit dem Aufweitkopf nicht aufrechterhalten, was zu einem Abschnellen und Drehen der nachgezogenen Bohrstange oder des Produkts führen kann. Bei einem Kontakt mit dem sich drehenden Bohrstange sind schwere und tödliche Verletzungen möglich. Die nachgezogene Bohrstange kann wegschnellen und auf eine Person treffen. Deshalb ist das geeignete Drehgelenk notwendig, um ein Drehen der nachgezogenen Bohrstange oder des Produkts zu hindern. Wenn das Drehgelenk lange nicht verwendet würde, muss es eventuell mit einem Werkzeug gelöst werden, um zu überprüfen, ob es sich unbehindert dreht. Danach muss sich das Drehgelenk von Hand drehen lassen. Wenn es sich nicht von Hand drehen lässt oder wenn sich das am Gelenk befestigte Produkt mit dem Aufweitkopf dreht, muss das Drehgelenk repariert oder ersetzt werden. Wenn ein aufschraubarer Aufweitkopf in Bohrstange montiert wird, sicherstellen, dass die Gewinde sauber und geschmiert sind. Anschließend den Aufweitkopf und das Drehgelenk von Hand aufschrauben und das Sechskantband Wenn die Maschine mit einem direkt gekoppelten Bohrkopf versehen ist, die Maschine sichern und das Aufweitkopf mit Rohrschlüsseln anziehen. Das richtige Anzugsmoment ist der Betriebsanleitung zu entnehmen. Für den Anbau eines schweren Aufweitkopfs sollte ein Vermeer-Aufweitkopfträger wie dieser verwendet werden. Mit ihm lässt sich der Aufweitkopf problemlos anheben und für die Montage am Bohrstrang positionieren. Zudem wird das Aufschrauben des Sechskantbands oder des direkt angeschlossenen Bohrkopfs von Hand erleichtert. Beim Voraufweiten wird der Bohrstrang oftmals hinter einem kleineren Aufweitkopf eingezogen, bevor ein größerer Aufweitkopf und das zu installierende Produkt eingezogen werden. Zum Hinzufügen des Bohrgestanges so viele Bohrstangen wie notwendig vormontieren, bevor das Bohrgestänge auf Aufweitkopf befestigt wird. Alle Gewinde unter Verwendung eines tragbaren Ausbrechsystems oder Rohrschlüsseln auf die in der Betriebsanleitung vorgegebenen Anzugsmomente anziehen, bevor der Bohrstange am Aufweitkopf befestigt wird. Als nächstes den Adapter für die Stangenangewinnung an der ersten Bohrstange montieren.
Anschließend den Aufweitkopf mit einem ordnungsgemäß funktionierenden Drehgelenk an Adapter für die Stangenrückgewinnung montieren. Wenn in die Aufweitkopf kein Drehgelenk integriert ist, muss zwischen dem Aufweitkopf und dem Adapter für die Stangenrückgewinnung ein Drehgelenk angelegt werden. Bei gesicherter Maschine die nachgezogene Bohrstange am Aufweitkopf montieren. Bei einigen Drehgelenken besteht die Gefahr einer falschen Flutung zum Aufweitkopf. Wenn das Drehgelenk nicht in einer geraden Linie mit dem Aufweitkopf geflutet ist, dreht es sich eventuell nicht wie beabsichtigt. In diesem Fall kann es sich wie eine Kurbel drehen und ein Verdrehen und Abschnellen des Produkts verursachen. Ein derartiges Drehgelenk darf nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen ein Drehgelenk mit eingeschränkter Beweglichkeit. Dadurch bleibt das Drehgelenk in einer geraden Linie mit dem Aufweitkopf geflutet. Beim Anziehen des nachgezogenen Bohrstangs muss der Rückzug möglicherweise gestoppt und eine weitere Bohrstange hinzugefügt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine gesichert ist, und befestigen Sie den Bohrstang mit einem tragbaren Ausbrechsystem oder Bohrschlüssel. Bohrschlüssel können verwendet werden, wenn die Maschine gesichert und ein ordnungsgemäß funktionierendes Drehgelenk installiert ist. Alternativ kann für die Verarbeitung mit einem nachgezogenen Bohrstang die Rotation gestoppt werden, sobald der Bohrkopf aus der Vorbohrung austritt. Dazu die Bohrspitze auf die 12 Uhr Position stellt, damit sie beim Einschub auf die Oberfläche geleitet. Den Vorschub ohne Drehen des Bohrgestänges vorsetzen und weitere Stangen hinzufügen, bis die gewünschte Bohrstangenlänge erreicht und sich über den Austrittpunkt hinaus erstreckt. Dadurch kann an der Austrittsstelle zum Festziehen der Bohrstangewinde die Festspannungsvorrichtung der Spulbohrmaschine anstatt Bohrschlüssel verwendet werden. Zudem wird der Zeitlaufwand für die Handhabung des Bohrstangs reduziert. Wenn Sie ermittelt haben, an welcher Stelle des Bohrstanges der Aufweitkopf installiert wird, den nachgezogenen Bohrstang zur Position oder abstürzen, dass die Beispannung von dem Gewinde, an dem das Bohrstängel getrennt wird, beseitigt wird. Anschließend die Maschine sichern und das Gewinde mit einem tragbaren Aufbrechsystem lösen. Nachdem das Gewinde gelöst wurde, das tragbare Ausbrechsystem entfernen und sicherstellen, dass keine Werkzeuge am Bohrstrang angebracht sind. Sicherstellen, dass sich keine Personen entlang des gesamten Bohrstanges befinden, denn durch langsamen Rückwärtslauf der Bohrmaschine das Gewinde vollständig trennen. Den Bohrstrang ohne Drehung langsam zurückziehen, bis genug Abstand erzielt wurde, um den Aufweitkopf und das Drehgelenk anzusetzen. Auch bei dieser Methode muss die Maschine zunächst gesichert und dann der Aufweitkopf, der Drehgelenk, der Adapter für die Stangenrückgewinnung und das nachgezogene Bohrstange installiert werden. Jetzt kann mit dem Rückzug begonnen werden. Alle Arbeiter aus dem Umkreis entfernen und dem Maschinenbediener mitteilen, dass mit dem Rückzug begonnen werden kann. Nachdem der Maschinenbediener die Nachricht bestätigt, den Betriebsknopf 2 Sekunden gedrückt halten, um den Bohrbetrieb zu aktivieren. Wenn die Maschine gesperrt war und die Schlüssel an den Austrittsgraben gebracht wurde, alle Arbeiter aus der Nähe des Bohrstranges entfernen und den Schlüssel zum Bohrmaschinenbediener zurückbringen. Der Bediener muss die Erlaubnis zum Wiederaufnahme des Betriebs einholen und eine Bestätigung der durchgegebenen Nachricht einfordern, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Jedes Mal, wenn eine weitere Bohrstange hinzugefügt wird, muss die Maschine unter Verwendung des ferngesteuerten Sperrsystems oder durch Beforderung des Schlüssels an den Austrittsgraben angehalten und wieder neu gestartet werden. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der Aufweitkopf die Maschine erreicht.
Denken Sie daran, ein an der Austrittsstelle frei liegender Aufweitkopf kann sehr schnell seitlich anwandern, wenn die Rotation angeschaltet wird, während sich der Aufweitkopf außerhalb des Austrittsgrabens auf dem Boden befindet. Bei einem Kontakt mit dem sich drehenden Bohrstange und das Bohrwerkzeug sind schwere und tödliche Verletzungen möglich. Für Rotationsbeginn den Aufweitknopf bis zum Austrittsloch hereinziehen. Wenn sich der Aufweitkopf am Austrittsloch befindet, kann die Rotation eingeschaltet und mit dem Rückzug begonnen werden. Sicherstellen, dass alle Personen vom Austrittsgraben, Bohrstrang und Bohrkopf entfernt sind und dass keine Rohrschlüsse oder Zangen am Bohrstrang oder Bohrkopf zurückgelassen werden. Wenn die Voraufweitung abgeschlossen ist, die Maschine sichern und den Abzieher des zu installierenden Produkts einzuziehende am Drehgelenk montieren. Darauf achten, dass sich das Drehgelenk unbehindert dreht. Beim Einzug des Produkts in die Bohrung sicheren Abstand halten. Wenn das Projekt abgeschlossen und die Maschine von der Baustelle gefahren wird, sicherstellen, dass die Baustelle sauber und frei von Gefahren ist. Unter Druck stehendes Wasser kann die Haut durchdringen. Schwerverletzung und Gefahr. Unter die Haut eindringende Flüssigkeit muss sofort chirurgisch von einem Facharzt für diese Art von Verletzung entfernt werden. Die Düsen niemals auf den Körper richten. Nach jeder Bohrung müssen die Bohrstangen gereinigt und verstaut, die Bohrflüssigkeit aus der Bohrflüssigkeitsanlage gespült, die Maschine gewaschen und die Stangenübergabearm Barrier eingeklappt werden. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Stangenhalterungen am Stangenkasten installiert sind, um eine Herausfallen der Bohrstange aus dem Kasten während des Transports zu vermeiden. Weitere Informationen sind der Betriebsanleitung und dem Abschnitt Vorbereitung zum Transport in diesem Video zu entnehmen. Eine sorgfältige Planung ist die Grundlage jeder erfolgreichen horizontalen Spurbohrung. Der geplante Bohrverlauf sollte möglichst wenig Begegnung aufweisen. Dadurch wird die Lebenszeit der Bohrstangen verlängert und Probleme beim Rückziehen werden reduziert. Weitere Informationen hierzu in den Handbuch Grundlagen der horizontalen Bohrtechnik von Vermeer enthalten. Die Maschine weit genug von der Eintrittsstelle aufstellen, sodass die maximale Bohrtiefe erzielt werden kann, ohne dabei das Bohrgestänge oder das zu installierende Produkt übermäßig zu biegen. Der Abstand zwischen der Führungskante der Maschine und dem Eintrittspunkt der Bohrstange in das Erdreich sollte möglichst gering sein. Wenn eine Bohrstange zu stark gebogen wird, treten meist prominente Erdmüdungserscheinungen auf und es besteht die Gefahr des Ausfalls innerhalb der Bohrung. Wenn durch Übersteuerung eine scharfe Biegung im Bohrweg erzeugt wird, wird jede Bohrstange, die durch die zu scharfe Biegung bringt, überbeansprucht. Es ist wichtig, einen ausreichenden Abstand, Versorgungsleitung und andere unterirdischen Hindernissen einzuplanen. Die behördlich vorgeschriebenen Abstände müssen eingehalten werden. Der Mindestabstand muss auch im endgültigen aufgeweihten Durchmesser und im Beigerleites der Vorbohrung inkludiert werden. Eine mögliche Anwendung des Aufweitkopfs von der Vorbohrung in Richtung der Versorgungsleitung ist bei Übersteuerung oder zu engem Beigerradius möglich und muss bei der Bestimmung der notwendigen Abstände nach berücksichtigt werden. Aufweitköpfe werden häufig zum Rückziehen eines Produkts verwendet. Der Aufweitkopf hat die Funktion, das Bohrloch aufzuweiten, damit das zu verlegene Produkt eingezogen werden kann. Des Weiteren vermischt der Aufweitkopf die entfernte Partikel mit Bohrflüssigkeit. Dadurch wird ein Schlamm erzeugt, der an die Seiten des Bohrlochs verdrängt oder das dem Bohrloch geschwemmt werden kann, um Platz für das zu verlegene Produkt zu schaffen.
Weitere Informationen hierzu im Handbuch Grundlagen der Horizontal Bohrtechnik enthalten. Generell gilt bei kleineren Rohrdurchmessern, dass der Abweichkopf etwa 1,5 Mal so groß wie der Außendurchmesser des Produkts sein sollte. Bei Stangendurchmessern von mindestens 25,4 cm reicht meistens ein Aufweichkopf, der ein Drittel Mal so groß wie die Stange ist. Wichtig ist, dass das Bohrvolumen ungefähr 50% größer als das Volumen des Produktes ist. Manche Horizontal Spulbohrmaschinen von Vermeer sind mit einem Kran ausgestattet. Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Kenntnis aller relevanten Sicherheitsbestimmungen und behördlichen Vorschriften zum Betrieb dieser Maschine. Vertraut sein mit der Maschine und allen Steuerfunktionen. Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung. Weitere Informationen sind Betriebsanleitungen zu Vermeer Horizontal Spulbohrmaschine und zum Kran zu entnehmen. Die Maschinenbezirkswürden Kran von stromführender Überanleitung fernhalten. Gefahr tödlicher Stromunfälle. Wenn der Kran mit Überanleitungen in Berührung kommt, steht die gesamte Maschine unter Strom. Vom Kran fernhalten, wenn sich dieser in der Nähe von Überlandleitungen befindet. Der Kranausleger niemals in der Nähe von stromunführenden Überlandleitungen annehmen. Wenn die Spannung der Stromleitung oder Gerät unbekannt sind, müssen diese Informationen von Versorgungsunternehmen eingeholt werden. Alle Unterleitungen sind als stromführende zu betrachten, außer es liegt eine eindeutige Bestätigung des Versorgungsbetriebes vor, dass die Leitungen stromlos sind. Nur Haken mit Riegeln verwenden, außer wenn eine Riegel unpraktisch oder bei bestimmten Aufwendungen sogar gefährlich wäre. Die Riegel halten zum Beispiel schlaffe Schlinge und Ketten zurück. Vor der Inbetriebnahme der Kran inspizieren und dabei auf Folgendes achten: Hydrauliklecks und mechanische Probleme. Sicherstellen, dass der Haken oder den Sicherheitsregel verfügt. Auf Verdrehung, Riese und Beschädigungen achten. Schlingen und Hebevorrichtungen auf dem Verschließer und Beschädigungen überprüfen. Alle Sicherheitsschilder müssen vor der Inbetriebnahme des Krans gelesen und verstanden werden. Zur Gewährleistung des sicheren Betriebs ist Folgendes zu beachten: Keine Last über eine Person positionieren. Es darf sich niemand unter der Last befinden. Die Last stets so näher wie möglich am Boden halten. Die meisten Hebearbeiten können in geringer Höhe durchgeführt werden. Bei jedem Signal, Handzeichen irgendeiner Person muss der Kran sofort zum Stillstand gebracht werden. Gemäß der US-amerikanischen Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, OSHA, muss die ungefähre Lage unterirdischer Versorgungseinrichtungen vor Ausgaben oder über Bohrbeginn ermittelt werden. Der Aufgabenname der Aufträgernehmer ist für eine Freilegung von Versorgungsleitungen, die in die Nähe des Bohrwegs verlaufen, verantwortlich. Dies ist eine einzige zuverlässige Methode, um festzustellen, wo genau sich eine bereits vorhandene Versorgungsleitung befindet. Die Auftrittsgaben müssen die Versorgungsleitung vollständig freilegen. Die Versorgungsbetriebe markieren den Verlauf einer vorhandenen Leitung, sie überprüfen jedoch nicht, wie tief diese verlegt wird. Dafür ist die Auftragnahme für Erdbohrarbeiten zuständig. Setzen Sie sich unbedingt mit den lokalen Versorgungsbetrieben in Verbindung. Auf dem Markt sind unterschiedliche Arten und Marken von Ortungsempfängern, Sendern und Anzeigegeräten erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vermehrvertragshändler. Richtige Ortung des Bohrkopfes ist für den Erfolg jeder Bohrung unerlässlich. Wenn keine geeigneten Ortungsmethoden eingesetzt werden, kann der Bohrkopf verloren gehen, an falscher Stelle austreten oder das gewünschte Ziel kann vollständig verfehlt werden. Zudem besteht die Gefahr des Auftretens auf unterirdische Leitungen. Sicherstellen, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe der Bohrung aufhalten. Wenn sich der Boden elektrisch aufgeladet, sind schwere und tödliche Verletzungen möglich. Ortungspersonen und Maschinenbediener sollten den geplanten Bohrweg gemeinsam abgehen, dabei den Empfänger des Ortungsgeräts ein- und den Sender ausschalten. Beim Abgehen des Bohrwegs auf Signalkartenänderungen und andere ungewöhnliche Anzeigewerte am Ortungsgerät achten und diese Stellen kennzeichnen. Achten Sie auch auf Altersgrabungen, wie zum Beispiel Vertiefung der Erde, Erdsäulen, Gefälle und Durchlässe und so weiter. Die am meisten verwendeten Ortungssysteme sind Begegnungssysteme. Die Hauptbestandteile dieses Systems sind Empfänger und eine Sender. Der Sender ist im Bohrkopf installiert und sendet ein Signal an den Empfänger. Wie der Name schon sagt, erfolgt die Ortung durch eine Begehung des Bohrwegs oberhalb des Bohrkopfes, wobei die Ortungsperson einen Empfänger trägt und damit die Tiefe und Lage des Bohrkopfs ermittelt. Beim Begehen des Bohrwegs niemals auf den Boden knien. Ihre Knie sind unschutz und beim Auftreten auf eine Stromleitung sind schwere und tödliche Verletzungen möglich. Bei der Arbeit in Verkehrsnähe oder auf öffentlichen Straßen muss das Ortungspersonal isolierte Sicherheitsstiefel, Schutzbrille, Gehörschütze, Schutzhelm und reflektierende Schutzkleidung tragen. Die Ortungsgeräte empfangen ein Funksignal von einem batteriebetriebenen Sendegerät, das im Bohrkopf installiert ist. Es ist sehr wichtig, dass die Bedienungsanleitung zu dem jeweils verwendeten Ortungsgerät gelesen und verstanden wird. Manche Maschinen setzen die Wireline-Ortungstechnik ein. Weitere Informationen sind die Betriebsanleitung zu Unternehmen oder wenden Sie sich an Ihren Vermehrhändler. Es gibt zwei Arten für Störungen, die beim Einsatz eines Ortungsempfängers zum Berücksichtigen sind: Aktiv- und Passivstörungen. Aktivstörungen des Ortungsgeräts können von jedem Objekt, das ein Signal ausgibt oder ein eigenes magnetisches Feld erzeugt, verursacht werden. Dazu gehören unter anderem unterirdische Stromleitungen, elektrische Storkreise für Verkehrsampeln, Flughäfen und unsichtbare Hundezauner. Aktive Störungen verursachen erratische Signalstärken und Tiefenablesungen, Verlust der Neigungs- und Drehungsdaten, ungenau Empfängerkabelleiterung, was zu tiefen Messelfehlern führt. Ein Beispiel für Passivstörungen sind Bewehrungen in Beton. Diese können das von Sender eingegebene Signal verzerren und die richtige Ablesung durch den Empfänger erschweren. Weitere Beispiele sind Metallzäune in der Nähe gesparkter Fahrzeuge und Salzwasser. Mögliche Auswirkungen passiver Störungen sind unter anderem: Tiefen erscheinen tiefer, als sie wirklich sind, alle Informationen können blockiert werden, die Bohrkopfposition kann falsch sein. Das Salzwasser selbst erzeugt zwar keine Störung, schwächt aber das Signal durch Absorption. Der Empfänger interpretiert dann die Tiefe des Bohrkopfes wesentlich tiefer. Der Maschine liegt eine Wartungsanleitung bei. Sie enthält wichtige Informationen, die bei der Instandhaltung zu beachten sind.
um den effizienten Betrieb und eine lange Lebenszeit der Maschine zu gewährleisten. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass mit der Maschine etwas nicht stimmt, müssen Sie den Betrieb der Maschine einstellen und den lokalen Vermehrhändler kontaktieren. Der fortgesetzte Betrieb einer wartungs- oder reparaturbedürftigen Maschine stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Hiermit sind wir am Ende des Videofilms über den Betrieb und die Sicherheitseinrichtung der Horizontal Spulbohrmaschine von Vermeer angekommen. Zur Unfallverhütung bei der Arbeit mit Spulbohrmaschinen gehören sichere Arbeitsweisen. Zur persönlichen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Kollegen müssen diese Verfahren beachtet werden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen werden Sie sich bitte an Ihren Vermeer-Vertragshändler oder eine zertifizierte Expertin für Horizontal Spulbohrmaschinen von Vermeer